In dem kleinen Dorf Rybnoje in der Region Krasnojarsk, Russland, verschwanden seit 1999 Menschen. Normalerweise verdächtigen sich die Einwohner in solchen Fällen gegenseitig. In diesem Fall jedoch wussten alle genau, wer an den Morden an ihren Nachbarn beteiligt war. Sie wussten es, aber sie zogen es vor, es geheim zu halten, weil sie Angst hatten, das nächste Opfer des Mörders zu werden. Was geschah 15 Jahre lang an diesem ruhigen und friedlichen Ort? Diese Geschichte könnte man als Krimi- oder Horrorfilm verfilmen, denn es ist die Geschichte eines ganz normalen Mannes, der plötzlich zu einem brutalen Mörder wurde. Warum hat er seine Opfer umgebracht? Und wie viele hat er getötet, bevor die Polizei ihn endlich fassen konnte? Im Dorf Rybnoje lebten etwa 1500 Menschen, ein ruhiger und friedlicher Ort, wo alle sich kannten, sodass es scheinbar keine Kriminalität gab. Doch plötzlich tauchte 1999 ein Serienmörder im Dorf auf. Anfang 2014 wurde die Polizei zu einem seltsamen Verbrechen gerufen. Im Wald wurde der erschossene Nikolai Iwanow gefunden. Kriminaltechniker waren bereits um die Leiche herum am Werk. Aber was war passiert? Nicht weit vom Opfer entfernt, etwa 300 Meter entfernt, wurde sein Motorrad gefunden. Es scheint, dass Iwanow an den Tatort gefahren war, sein Motorrad zurückgelassen hatte und zu Fuß weitergegangen war. Dort wartete bereits sein Mörder auf ihn. Die Ermittler hatten viele Fragen. Wohin war Nikolai so spät gefahren? Wusste seine Frau davon? Und warum hatte sie ihn als Erste gefunden? In der Regel fallen Verdächtigungen auf Verwandte und Bekannte, aber die Dorfbewohner, die gemeinsam mit ihr nach ihrem Ehemann gesucht hatten, schlossen sie sofort aus. Schließlich war so etwas schon einmal passiert. Nikolai Iwanow war laut Aussagen seiner Dorfbewohner sehr gutmütig, aber manchmal sehr eifersüchtig auf seine Frau Lyudmila. Die Ermittler begannen, diese Version zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass die Ehefrau am Tag vor der Tat mit einem Mann aus demselben Dorf gesehen worden war, der später bei der Suche half. Allerdings konnten keine Beweise gegen ihn gefunden werden. Die Ermittler beschlossen, die Dorfbewohner zu befragen. Die Reaktion der Menschen war verdächtig. Alle waren durch den Mord verängstigt, aber das Verbrechen überraschte sie nicht. Denn in den letzten 15 Jahren waren in dem Dorf Rybnoje immer wieder Menschen verschwunden und gestorben. Die Ermittler begannen zu graben. Der erste Vermisste war der Dorfbewohner Sergei. Der junge Mann wurde als gut und aufmerksam beschrieben. Er arbeitete viel und hatte ein Auto. Doch an einem unglückseligen Tag verunglückte er schwer. Sergei überlebte wie durch ein Wunder, war danach aber nicht mehr derselbe. Seine Mutter sagte, ihr Sohn sei nach der Tragödie psychisch krank geworden, habe ständig in einer psychiatrischen Klinik gelegen und zu Hause mit dem Trinken angefangen. Nach solchen Saufgelagen habe er seine Mutter geschlagen und später sogar eine Axt in die Hand genommen. Die Frau rannte zu ihrem Bruder, um Hilfe zu holen, der den gewalttätigen Neffen beruhigte. Doch an diesem Tag wurde Sergei Godunow zum letzten Mal gesehen. Ein paar Wochen vor seinem Verschwinden bat er seine Mutter, länger zu Hause zu bleiben, weil er Angst hatte. Von wem die Gefahr ausging, konnte er nicht mehr sagen. Noch am Morgen hatte er sie gebeten, ihm Geld für eine Fahrkarte zu leihen, um zur Marine zu gehen, und am Abend war er verschwunden. Aufgrund dieser Informationen leitete die Polizei nicht einmal Ermittlungen ein, und seine Mutter gab die Suche nach einer Woche auf. Nach Sergeis Verschwinden tauchte ein neuer Bewohner im Dorf auf, Andrei Iwaschenko. Nina zog zu ihrem Mann und überließ das Haus ihrem nichtsnutzigen Verwandten, der arbeitslos und alkoholabhängig war und regelmäßig den Besitz seiner Schwester verkaufte, um Alkohol zu kaufen. Außerdem war der Mann vorbestraft. Innerhalb von nur wenigen Monaten schaffte es Andrei, das ganze Dorf gegen sich aufzubringen, und dann verschwand auch er. Ninas Ehemann schlug Sergei vor, Bärlauch zu sammeln. Am Ende kam ihr Mann allein aus dem Wald zurück. Wo sein Verwandter geblieben war, war unbekannt. Eine gewisse Silina verschwand am 31. Dezember 2009. Die Frau führte ein Leben am Rande der Gesellschaft und wurde dabei beobachtet, wie sie ihren Körper an Männer verkaufte. Natürlich wurde nach allen Opfern gesucht und Vermisstenanzeige aufgegeben. Es schien, als wüssten die Einheimischen sogar, was wirklich mit ihnen geschehen war, aber sie hatten einfach Angst. Als die Ermittler die Dorfbewohner befragten, hörten sie sehr oft einen Satz: Je weniger du weißt, desto länger lebst du. Die Menschen hatten einfach Angst. Schließlich waren die Ermittler in der Stadt, mehrere Dutzend Kilometer vom Dorf entfernt, und der Mörder war direkt hier, in ihrer Nähe. Die wichtigste Frage blieb: Warum hat der Mörder von 2000 bis 2009 weiterhin Menschen entführt und getötet?
Es gab Vermutungen, dass der Mörder verurteilt worden sein könnte. Man begann, alle in diesen Jahren Verurteilten zu überprüfen, aber niemand kam auf die Liste der Verdächtigen. Der Fall des Krasnojarsker Reinigers, wie er in den Medien genannt wurde, geriet erneut ins Stocken. Die Ruhepause des Mörders dauerte bis 2013, als Elena Nikitina verschwand. Und wieder gab es keine Spuren, keine Beweise, und die Einheimischen schwiegen. Man fand nur einen Zettel, den Elena selbst hinterlassen hatte. Darin stand, dass die Frau in eine andere Stadt gehen würde, um Geld zu verdienen, da sie ihrer Tochter Unterhalt zahlen müsse. Irgendwie kam es immer wieder vor, dass ein gewisser Wladimir Kulebin ins Visier der Ermittler geriet. Er war entweder einer der Letzten, die mit den Vermissten Kontakt hatten, oder man fand bei ihm Gegenstände, die diese ihm angeblich kurz vor ihrem Verschwinden geschenkt hatten. Er war der Onkel des vermissten Sergei und im Fall des letzten Opfers sogar ihr Lebensgefährte. Bei den Verhören gab der Mann selbstbewusste Antworten, obwohl er vorbestraft war. Der letzte Mord des Krasnojarsker Reinigers ereignete sich Anfang 2014. Den Spitznamen Reiniger erhielt der Wahnsinnige übrigens, weil hauptsächlich Menschen verschwanden, die den Einheimischen Probleme bereiteten, einen unmoralischen Lebensstil führten oder anderen körperliche Schmerzen zufügten. Doch 2014 wurde der Verbrecher gefasst, beim Mord an Ivanov. Die Frau des Verstorbenen erzählte den Ermittlern, dass ihr Mann zuletzt in der Wohnung desselben Wladimir Kulebin gesehen worden war. Über die frühen Lebensjahre von Wladimir ist nur sehr wenig bekannt. Er wurde 1957 in der Region Krasnojarsk geboren, wuchs in einem sozial schwierigen Umfeld auf und hatte mehrere Brüder und Schwestern. Als Kind verbrachte Wladimir die meiste Zeit auf der Straße, was als sozialpädagogisches Umfeld einen starken Einfluss auf seine Persönlichkeitsentwicklung hatte. Infolgedessen begann er ein kriminelles Leben. In den sowjetischen und postsowjetischen Jahren, beginnend im Alter von 14 Jahren, wurde Wladimir wiederholt strafrechtlich verfolgt und mehrmals verurteilt. Allerdings wurde er nicht wegen Gewaltverbrechen verurteilt. Mitte der 1990 Jahre, nach einer weiteren Haftstrafe, tauchte er in dem Dorf Rybnoje auf, wo seine Schwester und sein Bruder lebten. Später fand er eine Stelle als Wachmann in einer landwirtschaftlichen Fachschule und begann eine Lebensgemeinschaft mit der dortigen Einwohnerin Nina Reschetnikowa. Am 15. Juli 1999 hatte Kulebin Nachtdienst in der Fachschule, als er Opfer eines Raubüberfalls wurde. Dabei erlitt er eine Schussverletzung an der rechten Schulter und wurde im Krankenhaus behandelt. Nach seiner Entlassung erfuhr er, dass der Überfall von Mitgliedern der organisierten kriminellen Vereinigung Masjutina verübt worden war. Er und seine Komplizen wurden bald darauf verhaftet und verurteilt, doch ein lokaler Geschäftsmann namens Gruzdev, der den Raubüberfall in Auftrag gegeben hatte, blieb auf freiem Fuß. Kurz nach dem Prozess begann Gruzdev Kulebin zu bedrohen. Am 15. Oktober 1999 beschloss Wladimir, Gruzdev zu töten. Zu diesem Zweck plante er, die Sommerküche in Brand zu setzen, um ihn auf die Straße zu locken und zu erschießen. Gegen 3 Uhr morgens weckte Kulebin seine Lebensgefährtin, bewaffnete sich mit einem Gewehr mit selbstgebauter Schrotpatrone und einer Benzinkanister und forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Auf dem Weg zum Haus des Geschäftsmannes befahl er Reschetnikowa, sich unter einer Brücke über den Fluss zu verstecken und auf ihn zu warten. Er selbst näherte sich dem Haus des Opfers. Als er die Sommerküche erreichte, übergoss er die Wände mit brennbarem Material, zündete sie jedoch nicht an, sondern warf stattdessen einen Stein in Richtung des Hundes, damit dieser bellte. Etwa 5 Minuten später kam Gruzdev auf die Veranda und machte das Licht an. Kulebin, der sich hinter dem Zaun befand, erschoss ihn mit einem Schuss aus einer Entfernung von etwa 2,5 Metern. Danach kehrte er zur Brücke zurück, holte seine Lebensgefährtin ab und sie gingen gemeinsam nach Hause. Die Kanister mit dem brennbaren Material ließ er am Haus des Opfers zurück. Die Kleidung, in der er die Tat begangen hatte, verbrannte er im Ofen. Als die Ermittler 2014 auf die Spur des mutmaßlichen Serienmörders kamen, der ohne Übertreibung zum Schrecken des Dorfes geworden war, ahnten sie noch nicht, dass sich die Serie von Verbrechen seit 1999 hinzog. Bei der Suche nach Ivanov fanden sein Sohn und ein Anwohner in der Nähe von Kulebins Haus einen Pfad. Als sie ihm folgten, entdeckten sie die Leiche eines Mannes im Schnee. Die Ermittlungen zu dem Mord wurden von einem Kriminalbeamten aus dem Gebiet Krasnojarsk übernommen. Bei der Befragung von Ivanovs Verwandten und Freunden stellte er fest,
dass es in dem Dorf schon seit langem zu Verschleppungen gekommen war. Die Ermittlungen dauerten bis zum Sommer, als die Ermittler Kolebin offiziell als Hauptverdächtigen benannten. Sein Grundstück wurde durchsucht. Auf dem Grundstück wurde ein Versteck gefunden, in einer Hundehütte, in der ein Gewehr versteckt war, die Tatwaffe. Die Strafverfolgungsbehörden vermuteten, dass sich im Blumenbeet im Hof von Kolebins Haus ein weiteres Versteck mit Beweismitteln befinden könnte und gruben es aus. In dem Versteck wurden Überreste gefunden. Die Untersuchung ergab, dass sie Elena Nikitina gehörten. Zu diesem Zeitpunkt war Wladimir bereits verhaftet worden. Zunächst bestand er auf seiner Unschuld, doch nur wenige Tage später gestand er seine Schuld in 6 Fällen und begann mit den Ermittlern zu kooperieren. Kolebin beschrieb die Umstände der Verbrechen und nahm in den folgenden Monaten an Ermittlungsmaßnahmen teil, bei denen seine Aussagen an den Tatorten überprüft wurden. Die Untersuchung bestätigte, die 4 Opfer wurden mit selbstgebauter Schrotflinte getötet. Nina Reschetnikova begann im Austausch für Immunität vor Strafverfolgung ebenfalls mit den Ermittlern zu kooperieren. Sie legte ein Geständnis ab und erklärte, mindestens 3 der von Kolebin begangenen Morde beobachtet zu haben. Bei der Vernehmung erzählte der Wahnsinnige den Ermittlern alle Verbrechen im Detail. Das zweite Opfer des Serienmörders war sein eigener Neffe, der psychisch kranke Sergei Godunow, der an Schizophrenie litt. Kolebin erzählte, dass dieser mit einer Axt auf Anwohner, darunter auch seine eigene Mutter Alexandra Godunowa, die Schwester von Kolebin, losgegangen sei. Daraufhin beschloss Wladimir, ihn zu töten. Er lockte Godunow unter dem Vorwand, gemeinsam Alkohol zu trinken, in sein Haus, schlug ihn mit einer Axt zu Tode und vergrub die Leiche in einem Viehstall auf seinem Grundstück. Zeugin des Mordes war Nina Reschetnikova, die Kolebin half, die Leiche in den Hof zu tragen. Einige Monate später, im Mai 2000, ermordete Wladimir den Bruder seiner Lebensgefährtin Nina, Andrei Iwaschenko, der ein Leben am Rande der Gesellschaft führte. Im Mai 2000 verdächtigte Kolebin ihn erneut des Diebstahls von Eigentum und beschloss im Laufe eines Streits, ihn zu töten. Er lockte Iwaschenko unter dem Vorwand, Bärlauch zu sammeln und Alkohol zu trinken, in den Wald. Um die Wachsamkeit seines Opfers zu verringern, schlug er Nina Reschetnikova vor, mitzukommen, die zustimmte. Am Tag vor dem Mord nahm er ein mit selbstgemachter Schrotpatronen geladenes Gewehr, eine Schaufel und ein Schlauchboot mit. Mit seinem Motorrad gelangte Kolebin an das Ufer des Flusses, setzte auf die andere Seite über und richtete ein Versteck für die Waffen ein. Während sie Bärlauch sammelten, legten Kolebin und Iwaschenko mehrmals Trinkpausen ein. Danach setzten sie das Sammeln fort. Wladimir beobachtete Andrei aufmerksam und wartete auf den richtigen Moment, um den Mord zu begehen. Als er sich vergewissert hatte, dass Andrei betrunken und unachtsam war und vorausgegangen war, ging Kolebin zu seinem Versteck, holte das Gewehr und erschoss Iwaschenko aus 10 Metern Entfernung mit einem Schuss in den Kopf. Er begrub die Leiche in der Nähe des Tatorts, legte ihr eine Tüte mit Wildkirschen auf das Gesicht und füllte das Loch mit Erde. Zeugin des Verbrechens war erneut Nina Reschetnikova. Ende der 2000er Jahre begann Kolebin seine Selbstbeherrschung zu verlieren und zeigte Anzeichen einer psychischen Störung. Er geriet in Konflikt mit Reschetnikova, die ihn daraufhin verließ. Danach begann Wladimir, mit einer anderen Frau zusammenzuleben, Elena Nikitina, ebenfalls aus dem Dorf Rybnoje, die ein Leben am Rande der Gesellschaft führte. Am 31. Dezember 2009 verübte Kolebin einen Mord an einer Frau namens Selina. Vor Nikitina hatte er sich mehrmals mit Selina getroffen und sie dann beschuldigt, einen Kassettenrekorder aus seiner Wohnung gestohlen zu haben. An diesem Tag war Selina zu Kolebin nach Hause eingeladen worden, wo die 3, zusammen mit Nikitina, mehrere Stunden lang Alkohol tranken. Gegen 22:30 Uhr kam es laut Ermittlungen zu einem Streit zwischen Kolebin und Selina. Er und Nikitina äußerten den Verdacht, dass sie an dem Diebstahl des Kassettenrekorders beteiligt war. Die Leugnung der Frau empörte Kolebin, woraufhin er beschloss, sie zu töten. Der Mann ging in den Hof, um ein Seil zu holen, kehrte ins Haus zurück, wo der Streit zwischen den Frauen weiterging, und näherte sich Selina von hinten und erwürgte sie. Nach Angaben von Kolebin dauerte der Würgeakt mindestens 5 Minuten, bis das Opfer keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Um die Spuren des Verbrechens zu verwischen, zerstückelte das Paar die Frau, verbrannte ihre Kleidung im Ofen des Hauses und schleppte die Leiche anschließend in den Gemüsegarten, wo sie vergrub. Elena Nikitina, die Zeugin des Mordes war, wandte sich nicht an die Strafverfolgungsbehörden.
Im Sommer 2013 tötete Kulebin auch Nikitina, mit der sein Familienleben nicht harmonierte. Die Frau hatte Probleme mit Selbstdisziplin und war nicht in der Lage, bestimmte Lebensprinzipien, Regeln und Normen strikt zu befolgen. Sie weigerte sich, Kulebins Forderungen zu erfüllen. Nach Angaben der Ermittler weckte die Frau Wladimir um 5:30 Uhr morgens, woraufhin es zu einem Streit kam, in dessen Verlauf Wladimir Elena mit einem elektrischen Wasserkocher die linke Augenbraue aufschlitzte. Er schickte Nikitina in die Sommerdusche im Hof des Hauses, um sich zu waschen. Währenddessen holte der Mann ein Gewehr aus einem Versteck in der Hundehütte, ging zur Dusche und schoss der Frau in den Rücken. Kulebin selbst behauptete, dass die Frau überlebt habe und bei Bewusstsein geblieben sei. Daraufhin warf er sie mit dem Gesicht nach oben zu Boden, setzte sich auf sie und begann sie zu würgen, indem er sie umklammerte und mit aller Kraft ihren Hals zusammendrückte. Als sie aufhörte zu atmen, nahm er ein Küchenmesser und stach Elena einmal in die linke Brust. Die Leiche der Getöteten vergrub Kolesin in seinem Hof. An der Stelle ihres Grabes pflanzte er ein Blumenbeet und errichtete einen Zaun aus Ziegelsteinen in Form eines Kreuzes. Um den Verdacht von sich abzulenken, schrieb er einen Brief im Namen von Nikitina, in dem stand, dass sie in eine andere Stadt gehe, um dort zu arbeiten und ihrer Tochter Unterhalt zu zahlen. Außerdem half er der Polizei aktiv bei der Suche nach ihr. Anfang 2014 beging der Mann seine letzte Tat. Sein Opfer war ein Anwohner, derselbe Nikolai Iwanov. Kulebin gab an, dass am Tag der Tat die betrunkene Frau von Iwanov zu ihm gekommen sei, die er mit Alkohol versorgt habe, woraufhin sie eingeschlafen sei. Etwa 10 Minuten später sei der wütende Iwanov in das Haus gestürmt. Als er seine Frau schlafend vorfand, begann er sie zu verletzen. Kulebin kam der Frau zu Hilfe, die aus dem Haus fliehen konnte, und bot Iwanov an, etwas zu trinken. Dieser griff jedoch nach einer Axt und drohte ihm mit dem Tod. Wladimir behauptete, er habe versucht, den Mann zu beruhigen, doch dieser sei mit der Axt weiter auf ihn zugekommen. Da griff er nach einem Gewehr, das auf der Veranda stand, und erschoss ihn. Anschließend versteckte der Täter das Gewehr wieder in seinem Versteck, schleppte die Leiche auf die Straße und rief Nina an, um sie zu bitten, den selbstgebauten Schlitten aus einem Benzinkanister zu bringen. Reschetnikowa half dabei, die Leiche von Iwanov hinter das Haus zu bringen, wo Wladimir sie versteckte. Die Ermittler waren überzeugt, dass der Wahnsinnige zwischen 2001 und 2009 mindestens 5 weitere Menschen getötet hatte, die im Dorf verschwunden waren. Aber ihre Verschwinden konnte man Kulebin wegen fehlender Beweise nicht nachweisen. Nachdem die Strafsache an das Gericht weitergeleitet worden war, wurde Wladimir Kulebin zur Durchführung einer forensisch-psychiatrischen Untersuchung in eine psychiatrische Klinik verlegt. Aufgrund der Ergebnisse wurde er trotz einer festgestellten Persönlichkeitsstörung, die auf eine Kopfverletzung und Alkoholmissbrauch zurückzuführen war, für zurechnungsfähig erklärt. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass die genannten psychischen Besonderheiten ihn nicht daran hinderten, die tatsächliche Natur und die Gefährlichkeit seiner Handlungen zu erkennen. Der Prozess gegen den 58-jährigen Wladimir begann 2015. Im Juni desselben Jahres wurde er vom Regionalgericht Krasnojarsk wegen 6-fachen Mordes für schuldig befunden und zu 19 Jahren Haft verurteilt. Die ersten 9 Jahre im Gefängnis, die restliche Strafe in einer Hochsicherheitsanstalt. Kulebin entging einer lebenslangen Freiheitsstrafe, da das Gericht sein Geständnis, sein Erscheinen vor Gericht und seine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden als mildernde Umstände wertete. Als weiteren mildernden Umstand berücksichtigte das Gericht seinen Gesundheitszustand und sein hohes Alter. Aufgrund ihrer Immunität vor Strafverfolgung wurde auch Nina Reschetnikowa nicht strafrechtlich verfolgt. Bei einem der Ermittlungsversuche behauptete Kulebin, dass es Nina gewesen sei, die ihn gebeten habe, ihren Bruder zu erschießen, der ihr Eigentum verkauft habe. Bemerkenswert ist, dass Kulebin die Menschen ohne Reue tötete, aber die Beerdigungen mit Ehrfurcht betrachtete und sogar Mitleid mit den Opfern hatte. Er legte jedem Leichnam eine Tüte über das Gesicht, damit beim Vergraben keine Erde darauf fiel. Alle Anwohner ahnten, dass Wladimir Kulebin der Serienmörder war, schwiegen jedoch aus Angst. Dieser kleine, schmächtige alte Mann hielt buchstäblich 500 Menschen in Angst und Schrecken. Derzeit lebt Wladimir Kulebin noch. Er verbüßt seine Strafe, er ist 66 Jahre alt. In 9 Jahren kann er freikommen. Und wenn er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellt, sogar noch früher. Die Einheimischen sind sich sicher, wenn er freikommt, wird er Rache nehmen. Was meinen Sie?
Sind 19 Jahre Haft für 6 Menschenleben eine angemessene Strafe? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.